1970 gründen Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May und John Deacon die legendäre Band Queen und der Rest ist Geschichte. Lange hat es gedauert, aber endlich ist er raus, der Film Bohemian Rhapsody. Er dreht sich um die Band Queen und damit ein herzliches Willkommen hier aus Cinema Strikes Back zu einer neuen Filmkritik. Ich bin nicht alleine, wir machen es ganz frei. Hallo Marius. Hallo Alper. Marius, warum bist du hier? Weil ich sehr gerne Queen höre, seit 1993, um genau zu sein. Tatsächlich? Ja, ich habe alle Alben, ich habe alle auf LP, ich habe alle auf CD, war bei 2 Konzerten. Nicht original, aber ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus. Nicht original heißt bei Queen Plus, das hast du mir doch mal erklärt. Genau. Also seit Freddie Mercurys Tod spielen die immer noch Musik? Ja, seit 2005 wieder. Okay. Hin und wieder dann, aber 2005 gab es wieder eine richtige Tour mit Paul Rodgers von Bad Company und Free. Ja. Und jetzt gibt es auch wieder eine Tour. Also die sind wieder etwas aktiver und treiben das Ganze etwas voran. Genau. Und jetzt ist, also ich gehe mal davon aus, dass du schon lange Zeit auf Bohemian Rhapsody gewartet hast, oder? 8 Jahre, glaube ich. 8 Jahre, ja. Also der ist ja auch schon seit längerem in Produktion und es gab ja auch sogar ganz lange das Thema, dass eigentlich Sacha Baron Cohen Freddie Mercury spielen sollte und das hätte ja auch wie die Faust aufs Auge gepasst. Optisch zumindest schon. Optisch auf jeden Fall. Gab dann so ein bisschen die Befürchtung, dass er wollte das Ganze in eine erwachsene Richtung treiben. Ja. Denn Freddie Mercury war jetzt nicht ganz so handzahm. Ja. Sondern hat auch gerne mal mit Kokain hantiert und ein ausschweifendes Sexleben gehabt. Er hat gesagt, er fickt wen und wann er will. Ja. Das wäre ein bisschen expliziter geworden. Ja. Und man hat so die Befürchtung gehabt, dass es ein bisschen in die Comedy-Richtung geht, weil man schon eher mit Comedies. Mit Borat und damit assoziiert. Genau. Und man wollte einen familientauglichen Film schaffen und den hat man jetzt hier auch mit FSK 12, soweit ich mich richtig erinnere, geschafft. Also ich habe auch gelesen, dass. FSK 6 sogar. 6 sind es sogar ab 6 Jahren. Ich habe gelesen, dass Roger Taylor und Brian May die Befürchtung hatten, dass Sacha Baron Cohen aus dem Film viel zu sehr einen Freddie Mercury-Film macht. Und ich muss jetzt allerdings sagen, wo ich den Film gesehen habe, für mich ist es vor allem ein Freddie Mercury-Film geworden. Ist es auch. Es geht weniger tatsächlich, also es geht natürlich um Queen und auch um den Aufstieg der Band, aber vor allem ist Freddie Mercury massiv im Vordergrund. Da direkt meine Frage. Es ist ein bisschen verwirrend. Ich versuche es nochmal, du hast es mir mal erklärt, ich versuche es nochmal in meinen Gedanken irgendwie zusammenzukriegen. Freddie Mercury ist Inder, ist aber im heutigen Tansania geboren, damals Sansibar. Auf Sansibar, ja. Ist dann allerdings in England aufgewachsen, wurde dort immer für einen Pakistani gehalten, das war so die Standardbeleidigung für ihn. Und jetzt wird er von einem Ägypter gespielt. Ja. Ist das so ungefähr korrekt? Seine Eltern stammen aus Indien, Westindien. Die haben dann für die britische Regierung in Sansibar, also auf Sansibar gearbeitet, deswegen ist Freddie Mercury auch britischer Staatsbürger. Ja. Dann gab es auf Sansibar eine Revolution 1968 und dann mussten sie fliehen, wie so viele andere Angehörige des britischen Commonwealth. Ja. Und sind dann nach London gezogen, wo er studiert hat, und zwar Grafikdesign. Und jetzt spielt Rami Malek, bekannt aus Mr. Robot, Freddie Mercury. Und ich möchte, bevor ich dich da frage, möchte ich mich sofort für ihn stark machen, denn ich persönlich als Nicht-Queen-Fan, der die Band natürlich kennt und auch so die Superhits natürlich mag, habe ihm die Rolle von vorne bis hinten komplett abgekauft. Wie war das bei dir? Ich bin da an einen Punkt gekommen, wo ich sagen muss, ich kann das schwer beurteilen. Ja. Es werden viele Sachen natürlich nachgestellt, die man aus vielen Interviews kennt, aus Video- und Fernsehauftritten etc. Und da wird auch viel Realität mit fiktionalen Sachen zusammengemischt. Und für mich kommt er natürlich nicht ganz ran, gerade was die Stage-Performance angeht. Also wenn er ganz normal mit Leuten interagiert in seiner Rolle, dann kaufe ich es ihm schon ab, aber auf der Bühne fehlt ihm tatsächlich der It-Faktor. Das gewisse Etwas. Er wirkt immer ein bisschen, wenn ich ganz frech bin, sage ich, es wirkt an manchen Stellen ein bisschen Mini-Playback-Showhaft. Fandest du ihn zu schmächtig oder war das ein bisschen, tatsächlich? Ein bisschen, ja. Also mir hat so ein bisschen die körperliche Präsenz auch teilweise gefehlt. Ein paar Konzertausschnitten sieht man das auch. Ja. Und wenn man das mal vergleicht, dann so, aber ist natürlich auch ein Top, muss man sagen. Ja, eben, ne? Aber glaubst du, dass irgendein Schauspieler dazu in der Lage gewesen wäre, das das so zu verkörpern, dass du gesagt hättest, okay, das ist Freddie Mercury? Wäre schwer geworden. Ja. Also ich hätte das gerne mal von Sacha Baron Cohen gesehen. Hätte, glaube ich, jeder. Aber Fun Fact, ich habe auch gelesen, dass Freddie Mercurys Schwester, du weißt bestimmt, wie die heißt, oder? Kashmir.
Kaschmir heißt sie? Ja, ich weiß, was du sagen willst, das Zitat, dass sie am Set gesagt hätte, das ist mein Freddie. Das stimmt aber nicht. Das stimmt gar nicht? Das wurde über irgendeine Presseseite gemacht, aber Rami Malek hat das im Interview dementiert, dass sie was anderes gesagt hat, dass sie gelacht hat. Und das, okay. Ja. Er sieht ja auch nicht so ganz so ähnlich. Also ja, geht. Aber ich fand trotzdem, dass er schauspielerisch wirklich da was aufs Parkett gelegt hat. Und ich war sehr beeindruckt. Vor allem merkt man ihm an, dass er mit riesigem Respekt an die Sache rangegangen ist. Und das finde ich. Ich persönlich habe das Gefühl die ganze Zeit im Film gehabt. Denn teilweise, wenn man bestimmte Konzerte sieht im Film, die es auch in echt gab, dass da auf die kleinsten Details geachtet wurde, was Freddie Mercury zu welchem Zeitpunkt in welchem Lied macht. Da sind wirklich kleinste Bewegungen sogar in dem Film aufgenommen worden. Da war ich schon sehr beeindruckt. Aber dir sind einige Ungenauigkeiten aufgefallen, oder? Ja, ich habe eine lange Liste gemacht. Also man muss auf jeden Fall unterscheiden, dass der Film keine Wirklichkeit abbildet. Also der Film hat sich die Freiheiten genommen, die Geschichte von Queen zu nehmen und die so ein bisschen umzusortieren, dass halt ein gewisser Story-Arc daraus kommt. Dass es als Film funktioniert. Genau, dass es als Film funktioniert. Das es geht da los, dass Musiken auf Konzerten gespielt werden, die da gar nicht hingehören. Also die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Genau, und es werden halt auch ein paar Sachen echt rausgelassen. Zum Beispiel, dass Freddie Mercury schon 1972 im Studio war und was aufgenommen hat, unter einem anderen Namen. Zwei Lieder. Der große Plot-Ding ist ja, dass er dann Queen verlässt, um einen Solo-Album aufzunehmen. Und der Witz ist halt, dass Roger Taylor, der Schlagzeuger, bereits im Jahr 1981 selber ein Solo-Album aufgenommen hat und bevor Freddie Mercury sein erstes aufgenommen hat, schon sein zweites rausgeballert hat. Plus 2 Singles in den 70ern auch schon selber gemacht hat. Also das wurde ganz klar dramatisiert. Genau. Also dieses, oh Gott, Trennung von. Es gab auch nie offiziell eine Trennung von der Band. Es gab diese Spannungen. Gerade in den 80ern, und da kommt ja dann auch der große Antagonist dieses Films zu tragen, auch ein in Fankreisen und bei der Band verhasster Paul Prantner, der Freddie Mercury etwas zu sehr in die Drogenszene mit eingeführt hat und dazu geführt hat, dass sich der Sound der Band sehr geändert hat, in den 80ern sehr discolastig wurde. Und Roger Taylor sagte einmal, dass Paul Prantner wollte, dass sich die Musik von Queen so anhört, als würde man eine Gay-Bar betreten. So sollte sich das anhören. Das wollte irgendwie nicht. Also war quasi so der Yoko Ono von Queen, kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen. Und ich wollte Fun-Fact sagen, ist aber kein Fakt. Er ist bereits tot übrigens. Paul Prantner? Paul Prantner ist im Februar 91, also 9 Monate vor Freddie Mercury, ebenfalls an AIDS gestorben. Auch an AIDS, ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist dieser gesamte Produktionsprozess, der sich so ewig lang hingezogen hat. Regie hat Bryan Singer geführt, den man ja vor allem als den man vor allem als den Regisseur von diversen X-Men-Filmen kennt. Der hat selber extrem viele Anschuldigungen, was Pädophilie angeht, aber da wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Da gibt es ja auch wirklich erschreckende Sachen, die man über ihn hört. Rami Malek hat sich auf jeden Fall beschwert, dass der Regisseur die ganze Zeit weg sei und sich verspäte und nicht am Set war. Und tatsächlich hat der Kameramann Newton Thomas Sigel oder Sigel, ich will den Namen nicht falsch aussprechen, ganz viel Regie geführt hat und das Projekt quasi gerettet hat. Und 20th Century Fox hat dann sogar mit Singers Produktionsstudio alle Verbindungen gekappt, jegliche Verträge. Und irgendwann übernahm dann Dexter Fletcher, der wiederum der Regisseur von Rocketman ist, einem Elton John Biopic. Also da lief es nicht rund. Aber ich finde, man merkt es dem Film so eigentlich gar nicht an. Du fandest ihn insgesamt rund? Ich fand ihn kohärent, ich fand ihn rund. Ich finde, also klar, es geht darum, wie die Band zusammenkam, dann dieser kometenhafte Aufstieg, vor allem mit A Night at the Opera und wie sie dann auch eines der größten Konzerte aller Zeiten spielen. Ich finde, dass sich der Anfang in dem Film etwas zieht. Der ist ein bisschen konfliktfrei, finde ich, und das geht alles sehr, sehr schnell. Obwohl er schon gerafft ist. Also es gibt ja diese mit der Vorband, also vor Queen gab es halt Smile, das waren Roger Taylor, Brian May und Tim Staffel, die eine Band hatten. Und im Film ist das ja, kommt so ein bisschen rüber, als treffen die sich und unser Sänger ist raus, wir tun dann. In Wahrheit zog sich das über 2 Jahre, wo Freddie Mercury eigentlich Roadie war und die Band so ein bisschen beraten hat und so ein Kram und da schon länger mit drin war. Und das mehr so ein fließender Übergang war. Ja. Aber ich fand ihn halt gerade so am Anfang sehr witzig vor allem. Kommt auch sehr viel daher, dass Freddie Mercury halt so eine unglaublich skurrile Gestalt ist. Dann war ich aber total geflasht davon, also ich war total überrascht. Für mich hat der an manchen Stellen eine unglaubliche Tiefe entwickelt.
gerade da gibt es so ein legendäres Zitat, Freddie Mercury, umgeben von dem ganzen Fame, den er akquiriert hat, und sagt irgendwie sowas, dass er dachte, dass diese dunklen Momente dazwischen ihn immer wieder einfangen. Und ich fand, dieser Film wurde dann teilweise echt tiefgründig. Würdest du das bestätigen? War das auch was man Freddie Mercury so zuschreibt? Oder ist das eher... Ja, also wenn man sagt immer, dass er immer auf der Suche nach irgendwem war, also nach der einen Person im Leben quasi. Was hat er dann quasi am Ende, hat er das gehabt? So ein bisschen, aber vorher gab es halt echt diese Suche und das merkt man halt auch in vielen Songtexten, wo es darum geht, um Einsamkeit und solche Sachen. Also all der Reichtum, das er nicht kaufen kann. Also er hat immer sehr viele Geschenke gemacht an Leute, die er in seinem Freundeskreis hatte. Und dann gab es aber viele Leute, die ihn halt nicht so gut behandelt haben, halt das alles ausgenutzt haben. Und das hat ihn halt sehr vorsichtig gemacht. Und deswegen gab es immer dieses, welche Leute, wen kann man denn wirklich vertrauen tatsächlich. Ist auch so ein bisschen ein klassisches Muster, was gerade solche Geschichten angeht, oder? Dass da immer wieder die Leute kommen, klar, von denen... Neid, Verrat und solche Sachen. Ja. Also, gleichzeitig finde ich aber auch, dass, klar, LGBTQ ist ein super wichtiges Thema in diesem Film, Homosexualität, Bisexualität vielmehr. Und ich fand, dass dieser Film unglaublich respektvoll mit dem Thema umgegangen ist und keines dieser Themen in irgendeiner Weise heruntergewässert hat. Und ich fand sogar, dass man diesem Film irgendwie eine gewisse Seele und einen Respekt angemerkt hat. Also ich finde, der Film hatte sehr, sehr viel Liebe und Zuneigung Freddie Mercury gegenüber übrig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also der Film war auf gar keinen Fall so ein Hurra-Werk. Freddie Mercury war ein Messias oder sonst was, aber gleichzeitig ist er sehr, sehr liebevoll mit dieser Figur umgegangen, hat versucht, diesen Menschen dahinter zu ergründen. Und das hat mir wiederum sehr viel über Queen beigebracht und mir hat der Film tatsächlich so im Laufe der Handlung mehr und mehr Spaß gemacht. Ich habe mich am Anfang gefragt, als es halt rauskam, okay, und ich habe das erste Material gesehen, man hat tatsächlich gesagt, okay, ist es in den 70ern und in den 80ern, beziehungsweise in den 60ern fängt es ja schon an. Ja. Ich dachte, wie wollen sie denn die ganzen Jahre in den Film quetschen? Ja. Also ich glaube, heutzutage hätte man tatsächlich eine Serie draus gemacht, weil es fehlen ja auch tatsächlich 4 Alben, die danach kamen. Und wo sie auch wieder ein bisschen getrickst haben, gerade was darum geht, wann Freddie Mercury erfahren hat, dass er HIV-positiv ist. Ja. Was auch da Jahre vorgezogen worden ist. Und dann geht es auch um einige Sachen, wie zum Beispiel, wann Queen beschlossen haben, dass alle Songs, die geschrieben werden, alle nur von Queen geschrieben worden sind. Also stand im Album halt nur noch Queen. Das gab es erst ab 1989 eigentlich. Ja. Und da sind wir ja schon ein paar Jahre weit entfernt vom Film von. Also da fehlen tatsächlich 4 Alben. Wenn wir zum Fazit kommen, würde ich persönlich ja sagen, dass ich den Film wirklich Leuten weiterempfehlen kann, die nicht nur Queen-Fans sind, sondern wirklich auch eine bewegende Geschichte über einen Künstler sehen möchten, der zu schnell zu erfolgreich wurde, dessen Ego nie genug bekam. Ich persönlich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt und ich persönlich würde dem Film tatsächlich 8 Punkte geben, 8 von 10. Gerade weil sich der Anfang etwas zieht, weil die Kameraarbeit jetzt auch nicht allzu was Besonderes ist und der Film sicherlich hier und da nicht perfekt ist, finde ich 8 Punkte durchaus fair. Wie steht's bei dir? Ist Bohemian Rhapsody der Queen-Film, den du dir immer erhofft hast? Natürlich habe ich mir ein bisschen mehr von den Nicht-Greatest Hits gewünscht. Also wenn da ein paar andere Songs drin wären, wenn es ein bisschen mehr auch um die Musik gehen würde. Und es gibt halt die Momente, die in der Öffentlichkeit sind, Live Aid zum Beispiel, aber es gibt halt sehr viele andere coole Momente, sehr viele tolle Konzerte und Sachen, die man hätte verfilmen können. Also gibt es diverse kleine Storys. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist es tatsächlich so ein Biopic für so die breite Masse. Als Queen-Fan würde ich immer andere Sachen noch vorziehen aus dem Queen-Material. Also wenn man sich tatsächlich mal beschäftigen möchte, dann sollte man sich diese Doku da angucken, die da vorne liegt. Welche Doku? These the Days of Our Lives. Ich heb mal den kleinen Freddy hoch. Ja. Days of Our Lives. Genau, ist über 2,5 Minuten lang. Hat auch noch ein paar Lücken. Ich hätte zum Beispiel auch überlegt, ob man nicht das allerletzte Queen-Konzert hätte nehmen können. Es gab die letzte Tour war 1986. Und Wembley waren die vorletzten, aber das ist halt so das Bekannteste. Aber das letzte war in Napworth. Das hat man so zufällig noch reingeschoben. Und ich glaube, man hat den damals größten Verkehrsstau Englands ausgelöst, weil über 120.000 Menschen zu diesem Konzert noch gehen wollten. Und das hätte man so vielleicht noch als Peak nehmen können, weil das wirklich das allerletzte Konzert war. Ja. Ansonsten, wie fandst du die Musik abgemischt? Wie fandest du allgemein den Einsatz der Musik? Ich fand es ja auch sehr interessant, dass die Gesangseinlagen von Rami Malek, die tatsächlich gemischt wurden mit denen von
von Freddie Mercury? Da kommt so ein Knackpunkt auch wieder, wenn halt, also Rami Malek singt teilweise selber, wenn es gerade um A Cappella-Sachen geht, da hört man ihn selber. Ja. Dann hört man Originalaufnahmen von Freddie Mercury und von Mark Martel, das ist ein aktueller Sänger, der auch in der offiziellen Queen-Coverband singt, der schon sehr nah kommt, ein sehr guter Sänger ist. Ja. Der mischt auch mit rein und ich finde aber allerdings, man merkt halt den Unterschied, wenn Rami Malek selber singt und dann schaltet quasi die Tonspur auf Freddie Mercury Original und dann passt auch halt seine etwas schmächtige Gestalt nicht mehr zu diesem sehr voluminösen, was dann Freddie Mercury doch verursacht. Das wirkt halt dann habe ich halt diesen leichten Mini-Playback-Show. Ja. Diese 20-sekündigen Töne, die gehalten werden ohne Probleme. Ja, aber ich glaube auch, dass das, weil du gerade so riesen Queen-Fan bist, weil mir persönlich hat das überhaupt nicht bitter aufgestoßen. Mir war das sogar teilweise, musste ich darauf achten, um diese Stellen zu bemerken. Aber noch ein anderes ganz wichtiges Thema. Queen ist eine britische Band. Sollte man den Film auf Englisch sehen? Ich denke ja. Ich habe die deutsche Version nicht gesehen, aber ich denke mal Englisch, gerade weil zum Beispiel der Darsteller von Brian May doch sehr nah an die Sprechstimme von Brian May rankommt. Das ist sehr interessant. Das ist, warte, ich kann dir den Namen sagen, ich glaube, es war Gillen. Gillen ist ein sehr schwieriger Name von Brian May. Gillen Lee heißt der gute Herr. Ich fand ganz okay, auch das Grading fand ich tatsächlich erstaunlich. Ja. Kräftig, kräftig gemacht. Ja, und vor allem mit viel Witz. Also ich glaube halt, also ich muss den echt noch 2-3 Mal sehen, um so eine endgültige Bewertung zu haben. Ansonsten. Aber was würdest du denn dann geben, wenn du Punkte vergeben müsstest? Ja, also 7 bis 8 schon, würde ich schon sagen. Vor allem, ich glaube nicht, dass in den nächsten 20 Jahren davon ein Reboot kommt. Das heißt, das ist jetzt der Queen-Film und damit müssen wir jetzt leben. Ne? Ja. Damit müssen wir leben. Ja, ihr solltet jetzt auf jeden Fall unsere anderen Kritiken auschecken. Die haben wir hier irgendwo verlinkt. Und außerdem auch Cinema Strikes Back abonnieren. Dann verpasst ihr kein anderes Video mehr von uns. Und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob wir öfter solche 2-Personen-Kritiken machen sollen. Mir persönlich machen die wirklich sehr viel Spaß. Und gerade bei dem Film hat es sehr viel Sinn ergeben. Und schaltet bald wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Good job!